Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind gerade zusammen auf dem Rheinburgenweg unterwegs. Ja, wir wollen jetzt die ersten 2 Etappen laufen. Und zwar von Bingen am Rhein starten wir. Es geht nach Trechtingshausen und von Trechtingshausen dann nach Bacharach. Genau, es sind ungefähr 33 Kilometer, um die 1100 Höhenmeter. Ja, und unterwegs soll es einiges zu sehen geben. Auf jeden Fall viele Rheinblicke und natürlich Ja, Burgen. Burgen, genau, wie es der Name schon sagt. Auf den 2 Etappen sind es, meine ich, 6 an der Zahl. Ja, wir sind gespannt, wie es wird. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die ersten 2 Etappen des Rheinburgenwegs so sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Unsere herbstliche Fernwanderung begannen wir in Bingen am Hauptbahnhof. Von dort aus ging es ein Stück die Straße entlang zum eigentlichen Startpunkt des Rheinburgenwegs. Dort, wo sich der Start befinden sollte, fand sich lediglich der Bingerlochstollen. Wir hatten die Wahl, dem Pfad nach links über die Stufen oder nach rechts in den Wald zu folgen. Keine Markierung. So liefen wir auf Verdacht in den Wald hinein. ja, nachdem wir eben unten an der Straße ein bisschen irritiert waren, da wir keinen Hinweis auf den Rheinburgenweg gefunden haben. Ein paar Meter im Wald drin, erste Markierung, wir sind richtig und ja, dann geht's jetzt mal richtig los. Also alles richtig gemacht. Und wie sollte es anders sein? Zum Einstieg ging es gleich bergan. So erreichten wir nach kurzer Wegstrecke den ersten Aussichtspunkt auf den Rhein. Trotz der schönen Aussicht ging es direkt weiter. Warteten heute doch noch einige Kilometer auf uns. Der nächste Aussichtspunkt am Wegesrand ließ auch nicht lange auf sich warten. Der Rhein war zwischen dem vielen Laub aber nur zu erahnen. Auf den nächsten Kilometern führte uns der Weg dann erstmal weg vom Rhein. Auch ohne Fluss hatte der Weg weiterhin viel zu bieten. Wir hätten mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Murmelbahn und dann gleich eine so lange. Da kam Tobi voll auf seine Kosten und brachte die am Wegesrand verstreuten Holzmurmeln auf die Strecke. Ein paar Meter weiter bogen wir auf den Erlebnispfad Binger Wald ab und liefen so ein kurzes Stück parallel zum Rheinburgenweg weiter. Wieder zurück auf der ursprünglichen Wegführung passierten wir die alte römische Villa Rustica, einen Gutshof, der in den Jahren von 200 bis 400 genutzt wurde. Zu sehen sind hiervon heute nur noch Reste, die um das Jahr 2000 herum ausgegraben wurden. Von den vielen Highlights am Wegesrand sollte man sich aber nicht zu sehr ablenken lassen. Immer schön gucken, wenn man über die Straße geht. Da hat er recht, der Tobi. Da wir gerade bei den vielen Highlights sind, da kommt schon gleich das nächste. Die Steckeschläferklamm. Die knapp 1 Kilometer lange Klamm wird von zahlreichen Waldgeistern bewohnt und ist definitiv eines von meinen Lieblingshighlights auf dem Rheinburgenweg. Der Name bedeutet übrigens so viel wie Wanderer, die ihre Stöcke über den Boden schleifen lassen. Da ist er. Der aufmerksame Wanderer kann hier überall Waldgeister entdecken. Die Freundlichen unter ihnen standen mir auch gerne für die ein oder andere Aufnahme zur Verfügung.
Nach der Klamm bewegten wir uns wieder auf den Rhein zu und auch die erste Burg des Weges sollte bald in Sicht kommen. Bevor wir die Burg erreichten, kamen wir noch an einem alten, auf einem Felsvorsprung gelegenen Wachturm vorbei. Premium-Aussicht auf den Rhein und die gleich am Weg liegende Burg Rheinstein inklusive. Die Ursprünge der Burg Rheinstein gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Burgruine neu aufgebaut und nochmals seit 1975 über 3 Jahrzehnte aufwendig instand gesetzt. Wir fanden den Besuch der Burg, nebst Rundgang durch das Gemäuer und die dortige Einkehrmöglichkeit, durchaus lohnenswert. Überwiegend auf schmalem Pfad mit gelegentlichem Blick auf den Rhein ging es nun weiter zum Etappenziel Trechtingshausen. Ein kurzer Abschnitt des Weges sollte sogar eine Seilversicherung aufweisen. So macht Wandern Spaß. Das Ziel der ersten Etappe lag aber nicht unten im Ort, sondern oben bei der Burg Reichenstein. Also ein letzter Anstieg. Da wir in Trechtingshausen für den Tag leider keine Übernachtungsmöglichkeit hatten, ging es für uns wieder hinab zum Bahnhof und mit dem Zug nach Bacharach. Und am nächsten Morgen wieder zurück nach Trechtingshausen. Mit anderen Worten, wir mussten nochmal hoch zur Burg. Es leben die Extrahöhenmeter. Nochmal! Ja, wir sind jetzt wieder zurück in Trechtingshausen an der Burg Reichenstein. Und heute geht's auf der zweiten Etappe vom Rhein-Burgen-Weg von Trechtingshausen nach Bacharach. So schaut's aus. Sind mit Zuwägung rund 22 Kilometer, die wir jetzt heute laufen. 650 Höhenmeter ist die längste Etappe des Rhein-Burgen-Wegs. Und wie ihr seht, Wetter ist heute bescheiden. Das heißt, wir werden uns auch demnächst in die Regenklamotten schmeißen. Ja, würde ich sagen. Nix wie los, oder? Ja, legen wir los. Demnächst war gleich. Der Regen setzte noch am Startpunkt ein. Also regendicht verpacken und weiter bergauf. Wobei der liebe Tobi mit seiner Verpackung wohl nicht ganz so glücklich war.
Also ohne Jacke wird man nass wegen Regen. Mit Jacke bei dem Anstieg nass von Schweiß. Wie man es macht, es ist einfach verkehrt. Er sieht auch schon ganz schön geschafft aus nach den ersten Metern. Weiter in dem für ihn typischen Berggang ging es langsam den Berg hinauf. Es schien anstrengend zu sein. Der alte Herr braucht's Geländer. Belohnt wurden wir für Wetter und Anstieg mit einem mystischen Rheinblick. So, wir haben die ersten Höhenmeter für heute Morgen geschafft. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, vom Rhein aus sind wir erstmal aufgestiegen. Befinden uns jetzt gerade am Hagelkreuz und haben eine tolle Aussicht von hier. Ja, und zum Glück würde ich sagen, knapp über der Nebelgrenze, weil die Wolken, Nebelschleier ziehen da unten so durchs Tal und hier ist gute Sicht hier oben. Naja, dann würde ich sagen, genießen wir das noch einen kleinen Moment und dann geht's weiter. So schlimm war der Anstieg dann wohl doch nicht. War noch ausreichend Energie für eine kleine Turneinlage vorhanden. Die mystisch feuchte Stimmung sollte uns nun noch ein Weilchen begleiten. Nebelig, mal auf schmalem Pfad, mal auf breitem Weg, ging es munter bergauf und bergab. Leider wurde der Regen immer mehr und auch der Wind frischte mit zunehmender Höhe deutlich auf. So wurde uns die feuchte Kälte zwischen die Kleiderschichten getrieben und da kam uns eine am Wegesrand liegende Schutzhütte wie gerufen. Nachdem wir das Schlimmste ausgesessen hatten, ging es frisch gestärkt gleich wieder angenehmer voran. Trotz des bescheidenen Wetters ließen wir uns den Blick vom Aussichtsturm am Wegesrand nicht entgehen. Der immer noch starke Wind trieb uns aber recht schnell weiter. Auf zur nächsten Burg. Die Burg lag leider nicht direkt am Weg. Also hieß es mal wieder Extrameter machen. 300 Meter hin und 300 Meter zurück. Ja, Burg Soneck, eine von 4 Burgen auf der heutigen Etappe. Da wir jetzt aber doch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind und noch einige Kilometer vor uns haben, haben wir jetzt, wir laufen kurz her, gucken es uns zumindest mal von außen an. Ja, dann geht es leider schon weiter ohne Besichtigung. Ja, schade eigentlich. Lange Etappe, viele Highlights und das in Kombi mit Kamera. Das hält natürlich auf und sprengt regelmäßig unseren Zeitplan. Ein wahrhaft seltener Anblick. Nicht nur die Snowboardbank, sondern auch, dass Tobi mal den Schirm aufspannt. Es muss wohl nur lange genug regnen, damit er den zusätzlichen Regenschutz nicht mehr belächelt, sondern als Wanderausrüstung zulässt. Die zweite Burg am Wegesrand befindet sich leider in Privatbesitz und ist nicht zugänglich. Also ging es an dieser nur vorbei. Kleines Trostpflaster, entlang der Mauer und im folgenden Ort gibt es einen schönen Märchenpfad. Was ist denn das da am Horizont? Sehen wir da gerade etwa blauen Himmel? Tatsache. Und besser noch, er kommt näher.
Ja, wie ihr seht, es hat sich gelohnt. Es tröpfelt zwar immer noch, aber die Sonne scheint. Wo tröpfelt's denn? Blauer Himmel? Sonnenschein? Ob der Tag nun doch noch gut wird? Tobi legte natürlich gleich die Jacke ab. Ich dagegen traute dem Frieden noch nicht. Außerdem musste ich mich erstmal wieder richtig durchwärmen. Hier folgt der Rheinburgenweg der Straße. Zur dritten Burg müsste man dem Pfad unterhalb ca. 700 Meter folgen. Wir entschieden uns auf der Straße und damit dem Rheinburgenweg zu bleiben und kamen so nur oberhalb der Burg vorbei. Dazu im Fazit aber nochmal mehr. Es kommt zwar die Sonne raus, aber mit dem Wind, der hier oben ist, eiskalt, die Jacke doch wieder angezogen. Naja. Gut, dass ich meine Jacke gar nicht erst abgelegt hatte. Nach einem kurzen Wegabschnitt, der uns über Wiesen und Felder führte, waren wir vom Anblick des Flusses unter blauem Himmel ganz verblüfft. Eine ganz ungewohnte Szenerie. Leider näherten sich am Horizont schon wieder dunkle Wolken und wir konnten die Aussicht nur kurz genießen. Also, wer hätte es gedacht? Da kommt Hagel runter. Wir kriegen heute echt alles. Naja, zum Glück haben wir einen Schirm. Tobi muss seinen jetzt auspacken. Dann mach mal hier. Glücklicherweise dauerte der Hagel nicht allzu lange und schon kurze Zeit später konnten wir die Schirme wieder einpacken. Gegen Ende der Etappe ließ sich sogar der blaue Himmel noch einmal sehen. Kurz vorm Etappenziel Bacharach erwartete uns schließlich die letzte Burg, die Burg Stahleck. Für die letzte Burg hatten wir nun noch ein wenig Zeit und so ging es direkt hinein. Die Burg stammt aus dem späten 11. oder frühen 12. Jahrhundert und wird heutzutage unter anderem als Jugendherberge genutzt. Von der dortigen Terrasse hat man einen schönen Blick auf einen Teil des Welterbes Oberes Mittelrheintal. Auf dem Weg nach unten verließen wir kurzzeitig den Rheinburgenweg, um noch einen Abstecher zur Wernerkapelle zu machen. Hierbei handelt es sich um eine Ruine einer aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kapelle. Start der ersten Etappe des Rheinburgenwegs ist bei Bingen am Rhein. Von dort aus verläuft der Weg in einem Bogen unter anderem vorbei an einer römischen Villa, einer Baumgeisterklamm und 2 Burgen bis nach Trechtingshausen. Die zweite Etappe verläuft von Trechtingshausen mal näher am und mal weiter weg vom Rhein, vorbei an 4 Burgen und mehreren Aussichtspunkten bis nach Bacharach.
Ja, da haben wir es geschafft. Die ersten 2 Etappen des Rheinburgenwegs sind gewandert. Und es ging gleich richtig gut los, auch wenn das Wetter nicht so ganz so gut mitgespielt hat. Der Weg war vom Start weg toll. Wir hatten viele schmale Pfade, wir hatten viel bergauf, bergab. Wir hatten ganz viele tolle, fantastische Flussblicke. Und wir hatten, was der Tobi immer gerne mag, ganz viele. Burgen, 6 an der Zahl auf den 2 Etappen. Ja, und wie die Anne sagt, sehr abwechslungsreich der Weg. Vom schmalen, steinigen Pfad bis zum breit geteerten Weg hat man alles dabei. Die Touren haben einen gewissen Anspruch. Gut, jetzt auch wegen der Witterung mit dem Nassen natürlich, aber ansonsten auf den rund 33 Kilometern von beiden Etappen sind etwa 1100 Höhenmeter zu überwinden. Also da geht schon ein bisschen was. Ja, ansonsten, was auch geht, ist die Markierung. Die war insgesamt eigentlich recht gut auf den ersten 2 Etappen. Aussätze Wüsste ich hat nicht. man keine. Wäre uns jetzt keine aufgefallen. Ansonsten haben wir natürlich immer die GPX-Datei auch laufen. Ansonsten ganz kleinen Kritikpunkt hätte ich noch an der 2. Etappe tatsächlich, die ja mit 21 Kilometer recht lang ist. Da hätten wir ungefähr nach der Hälfte im Ort eigentlich auch unterbrechen können. Dann hätte man nämlich nur 2 Burgen auf dem ersten Teil gehabt und dann die 2 Burgen auf dem anderen Teil, weil so 4 Burgen bei 21 Kilometer ist doch schon ein bisschen viel. Wobei da nur 3 kann man nur angucken. Vor allem, wenn man auch nicht an jeder direkt vorbeikommt. Genau, Burgrüne Fürstenberg, da hat der Rheinburgenweg leider einen kleinen Bogen drum gemacht. Da war zwar eine Zuwegung ausgeschildert, aber da haben wir uns gedacht, 700 Meter dahin, 700 Meter wieder Retour. Bei der Länge brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und haben dann aber festgestellt, als wir dem Rheinburgenweg gefolgt sind, dass dann von der Ruine auf den Rheinburgenweg ein Weg hochgegangen wäre. Da lief nämlich der Welterbesteig hoch. Das hätte man gleich ein bisschen besser mit einbinden können. Aber wie gesagt, das ist trotz allem Jammern, denke ich mal, auf hohem Niveau. Ja, würde ich auch sagen. Gut, aber dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Etappe wieder.